Wir malen gemeinsam dieses Bild mit Acrylfarben und einem Schwamm. Es ist wirklich sehr einfach. Das Bild ist gerade für Anfänger oder auch sogar für Kinder geeignet. Dieses Bild zum Beispiel habe ich mit Kindern gemalt, die zwischen 10 und 11 Jahre alt waren. Und es hat wunderbar geklappt. Dies ist wirklich eine einfache Methode, um einen schönen Blickfang für eure Wände zu schaffen. Im Vorfeld habe ich mir eine kleine Skizze gemacht mit Buntstiften, damit ich so ungefähr weiß, wo das Ganze hingehen soll. Dann braucht ihr noch so eine Palettendose mit einem feuchten Zewa und Transparentpapier. Und ihr braucht Kreppband und verschiedene Schwämmchen. Zuerst klebe ich mit dem Kreppband die Bereiche ab, die ich zuerst bearbeiten möchte. Mit diesem Schwämmchen fange ich jetzt an, die erste Schicht Farbe aufzutragen. Das Schwämmchen ist ganz trocken. Ich nehme mir immer so ein bisschen Farbe vorne auf die Kante und verstreiche die hin und her. Dann kommt die nächste Farbe, hier in dem Falle weiß. Und ihr könnt sehen, dass die Farben sich vermischen. Es wird also jetzt ganz langsam immer heller. Bitte achtet darauf, dass ihr immer über das Kreppband drüber arbeitet. Da ich jetzt an dem einen Ende von dem Schwämmchen die helle Farbe habe, nehme ich jetzt für die dunkle Farbe die andere Seite. Ihr solltet vielleicht so 3 bis 4 Schwämmchen vorrätig haben, sodass ihr immer in der Lage seid, für einen Farbton eine Seite von so einem Schwämmchen zu benutzen. Wie ihr seht, habe ich auch gerade wieder das Schwämmchen gedreht, sodass ich mit der hellen Seite arbeiten kann. Jetzt wechsle ich den Farbton wieder mit einem neuen Schwämmchen. Ich habe mich jetzt hier bei dem Bild für Komplementärfarben entschieden. Die Farbwahl ist aber völlig euch überlassen. Hier im unteren Bereich klebe ich mir jetzt noch mal eine Fläche ab, die dann im selben Prinzip bearbeitet wird.
Diese Bereiche lasse ich jetzt erstmal ganz durchtrocknen, mache meine Schwämmchen mit Wasser sauber und anschließend kann ich das Kreppband abziehen. Hier ist jetzt gut zu erkennen, dass wunderschöne, gerade Kanten entstanden sind. Jetzt überlege ich mir, welche Bereiche ich als nächstes abkleben und bearbeiten kann. Diese Fläche und diese Fläche werde ich jetzt mit Farbe füllen. Wie ihr seht, wird jetzt wieder das Gleiche gemacht wie vorhin. Es kommt nichts Neues dazu. Ihr macht immer wieder dasselbe, bis die erste Schicht auf dem Bild aufgetragen wurde. In diesem Fall hier ist das Schwämmchen jetzt ein bisschen feucht, weil ich das vor kurzem ja erst sauber gemacht habe. Auch diese Schicht habe ich wieder trocknen lassen und ziehe nun das Kreppband wieder ab. Nun werden wieder die nächsten Bereiche abgeklebt. Wie ihr seht, habe ich die beiden Flächen oben links wieder abgeklebt und den unteren Bereich nochmal abgeklebt. Die bekommen nachher ihre zweite Schicht. Jetzt kommt die zweite Schicht auf diese beiden Flächen. Ich habe mir jetzt noch ein paar dunklere Farben dazu genommen und werde jetzt das untere Orange und das obere Blau bearbeiten. Hier hatte ich noch vergessen, ein Stück abzukleben. So, und los geht's. Und zwar wird jetzt nicht mehr so hin und her gewischt, sondern jetzt wird getupft. Und zwar so getupft, dass die Schicht, die ihr zuerst angelegt habt, immer noch ein bisschen durchschimmert.
In demselben Prinzip verfahre ich jetzt auch mit der unteren Fläche. In der Zwischenzeit ist dieser Streifen hier getrocknet und auch den kann ich jetzt schon tupfend bearbeiten. Diese Fläche hier werde ich jetzt nicht ganz wieder zutupfen, sondern von der ersten Schicht etwas mehr durchscheinen lassen. So, jetzt bekommt auch der mittlere Teil seine erste Farbschicht. Das Prinzip kennt ihr ja. Alles wie gehabt, nichts Neues. Jetzt wird die rechte obere Ecke weiter bearbeitet. Dazu wird sie erstmal wieder abgeklebt. Und jetzt arbeite ich ziemlich mit der Kante von diesem Schwämmchen und male nicht die ganze Fläche wieder zu. Ich lasse jetzt also viel frei von der ersten Schicht. Der Mittelteil bekommt nun auch seine zweite Schicht. Hier jetzt wieder tupfend arbeiten. Bei dieser Fläche verfahre ich jetzt etwas anders. Ich male also auch wieder nicht alles von der ersten Schicht zu, sondern suche mir jetzt Bereiche aus, die ich noch bearbeite und füge dann auch schon mal wie hier eine härtere Kante ein. Nachdem ich mir das Bild jetzt von weitem mal angeschaut habe, habe ich festgestellt, dass hier im unteren Bereich eine Fläche fehlt.
Deshalb werde ich jetzt hier nochmal abkleben und nochmal ein dunkles Blau drüber legen. Als letzten Schritt bei unserem Bild werden jetzt vereinzelt diese harten Linien wieder aufgelöst, indem ich da einfach nochmal mit dem Schwämmchen drüber tupfe. Hier habe ich jetzt noch mal einige Bereiche abgeklebt, um diesen mittleren Balken besser bearbeiten zu können. Hier löse ich jetzt noch mal eine Linie auf, indem ich da noch mal mit Blau drüber gehe. Und in den letzten Schritten klebe ich gar nicht mehr ab, sondern arbeite also frei, ziehe noch neue Linien rein oder schwäche wieder Linien ab. Das Bild ist fertig, wird signiert und hier seht ihr nochmal ja, das ganze Bild im Detail. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Freue mich über einen Daumen nach oben und wir sehen uns vielleicht im nächsten Video.